Let's beat Black Friday. End of this month, the Mark Gebauer lifestyle turns 3 years old. We want to celebrate this milestone with you. Save the date to get the best deals. Herzlich willkommen, mein Name ist Mark Geber und heute geht's mal wieder zur Sache. Wir haben ein altes Format, das letzte Mal haben wir es 2020 gedreht. Und zwar, es geht um Zeigerraten. Ich werde den beiden Jungs einen Zeigerausschnitt schicken von einem Ziffernblatt und die müssen erraten, welcher Zeiger das ist, welche Marke das ist. Und einen Punkt nochmal gibt es auch für das Modell. Von daher geht es jetzt darum, wer schneller ist von euch beiden. Ihr beide kennt euch so ein bisschen mit Uhren aus. Liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Raterunde mit Marc. Wir freuen uns sehr gleich, die Zeiger der verschiedenen Modelle zu inspizieren. Genau so sieht Ich es aus. hoffe auch, dass du Wanduhren dabei hast, weil ich bin schon lange nicht mehr im Segment Uhren fürs Handgelenk. Das ist zu klein einfach. Ja. Ich denke immer da ein bisschen größer gerne. Okay. Also Wanduhren, da hast du mich. Ja. Auch in Bezug auf Rathausuhren bin ich auch immer gerne zu haben. Da bin ich zeigetechnisch sehr, sehr gut informiert, vor allem im Londoner Bereich. Ne? Ja, da ist auch unser heutiger Partner Timeless, die den Big Ben gekauft haben. Wir gehen mal rein ins erste Bild. Ich bitte euch einmal euer Handy zur Hand zu nehmen. Ist da. Ist da. Und von daher, wir gehen jetzt rein. Das ist Das ist halal. Was? Du hast gerade irgendwas Arabisches gesagt. Nee, euer Also Handy du bist ja auch bist auch Jetlag von Dubai, ne? So, es geht nämlich los mit der ersten Runde. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir fangen mit dem leichtesten in dieser Runde an. Let's go. 3, 2, 1, los geht's. Also Zeiger stelle ich mir super schwer vor. Gesundheit mein Bester. Danke. Jetzt habe ich irgendwie. Ja, keine Ahnung. Es ist super schwer. Das ist das leichteste. Das ist das absolut leichteste. Ich glaube, man muss sich eher an dem großen Zeiger orientieren, richtig? Oder würdest du doch eher an den kleinen gehen? Was zeigt denn überhaupt der kleine Zeiger an? Den Monat? Nee. Da steht doch gar nichts drumherum. Ja, aber was hat dieser kleine Zeiger für eine Funktion? Es sieht mir ehrlich gesagt aus wie ein Sekundenzeiger von einem Chrono. Das kleine Ding springt pro Sekunde. Alter Leute, ich bitte euch, das ist wirklich Ist es von einer bekannten Marke? eine bekannte Marke. Also, wenn wir durch die Stadt gelaufen, zu einem Juwelier gehen, der hat die Marke. Okay, dann... 100%. Tim, bitte. Sag du? Man kann auch Ziffern... Man kann auch raten. Ja, ich sag jetzt einfach Patek Philippe Laufschluss oder so. Okay, du. Mercedes. Tim, bitte deine Antwort. Warte ganz kurz. Wollte mich. schwer. Alter, das Ja, ist. ich sag's Jeder, pass auf, jeder, der jetzt hier das Video guckt, wird das sofort wissen. Das ist einfach Panerei. Das ist der Zeiger einer Panerei. Das ist Panerei. Seid ihr dumm? Es ist Panerei. Was ist los bei euch? Man kriegt keine Minuspunkte, oder? Man kriegt keine Minuspunkte. Also es steht immer noch 0-0. Wir machen weiter. Und Aber für dich war das jetzt selbstverständlich, dass es Panerei ist, ne? Alter, diesen Zeiger, dieses Format mit Sandwich-Style gibt es nur bei Panerei. Das ist klar. So, wir machen weiter mit der nächsten Runde tatsächlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das herausfindet. Let's go. Das ist einfach. Ja, das ist stark. Weißt du? Ich gehe mit... Nee, ich weiß... oh Gott, wie heißt die Marke nochmal? Das weiß ich. Oh, ich weiß es auch. Darf ich sagen? Sag, warte. Du? Okay, ich habe eine Vermutung. Ja, sag. Ja, Nico hat so... Okay, sag. Ist eine Hublot. Hätte ich auch gesagt. Ja, Hublot ist richtig. Aber da musst du sagen, er führt 1, weil er war schneller. Ne? Muss man Ja, sagen. natürlich. Das ist eine Hublot Big Bang. Wusstest du auch? Eigentlich, es ist halt, du siehst an dem skelettierten Bild auch noch. Ja, bei Hublot sieht man immer das Skelettierte einfach billig Scheiß, ne? Ja. Nein, Spaß beiseite. Also Hublot, Ich dachte noch am Anfang, dass es dieser Chronograph ist von dieser einen Marke, die rausgebracht haben, was so aussieht wie eine Daytona. Wie heißt die Marke nochmal? Zenit? Danke dir, ja. Zenit, ja, stimmt, okay. Weiter geht's mit der nächsten Marke. Bin ich mal gespannt. Ja, okay. Das ist klar. Das ist also Ja, ist klar. Vintage Daytona. Sehr gut. Das Ja. ist ganz klar. Das ist klar. Da machen Speedmaster hätte ich gesagt. Hättest du wirklich gesagt? Ja, okay. Aber er war eh schneller. Boah, das hätte aber auch ehrlich sein können. Auch alle Zuschauer, oh Mann, sind die dumm. Nächste. Okay. Gab es nur einmal. Okay. Gab es nur einmal. Hast du? Ich würde jetzt eine Marke nennen einfach. Eine Marke. Ja. Achso, und ich würde auch noch die Uhr sagen, also Modell. Du? Warte, du bist sowieso zuerst. Ja. Omega Speedmaster. Okay, Das hätte interessant. ich jetzt auch wieder gesagt. Na, es ist von Rolex, die Milgauss. Was, das ist die Milgauss? Das ist die Milgauss. Aber wo ist denn der gezackte Zeiger? Das war einer der ersten. Ich zeig's dir mal im Original. Was einer der ersten. Ja, Marc, mit was kommst du hier? Hey, aber woher sollen wir denn so einen Scheiß wissen? Aber die hat ja eigentlich den anderen Zeiger. Ey, ganz kurz. Ja, genau. Marc hat zu uns gemeint, yo, wir drehen ein Video, das ist einfach. krass Du arm, kommst ne? erstmal mit der Ihr habt doch, ja, also Panerei, sorry, aber das Panerei gehört zu dem Business. Ja, safe. Ja. Aber, oha. Aber man kann, Wann kamen die raus? ich glaube 70er. Ja, ey, die Daytona wusstet ihr gerade auch. Ja, okay. Machen wir weiter mit der nächsten. Jetzt bin ich gespannt. Eine Uhr, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Ich würde was tippen. Aber auch nur, weil halt unten das S ist. Und das sieht mir nach einer Marke aus. Ich habe es extra so gelassen. Du hast auch?
Ich kann jetzt nur raten. Ja? aber sag. Dieses Modell befindet sich sogar hier im Zimmer. Oh, dann bin ich, ja, Stier. Ja, ich hätte Rolex gesagt, aber dann ist es es nicht, oder? Ich hätte gesagt Rolex und wahrscheinlich Datejust mit. Das ist richtig, das ist richtig. Als Index. Eine Rolex Datejust? Ja? Krass. Mit einem Hans-Tooth-Dial. Das ist ein sehr seltenes Ziffernblatt. Das S ist halt so. Ja, superlativ. Ja, Ich hätte irgendeine Vintage-AP gesagt. nee, das ist ein sehr seltenes Ziffernblatt. Das wurde jetzt nicht so oft gebaut. Haben wir jetzt zufällig natürlich. Nein! Und Leute, das Beste ist. Habt ihr das zufällig gerade im Shop? Das ist nicht dein Ernst! Mensch, das ist ja wieder ein Zufall, dass auch gerade diese Uhr wieder gerade im Und Shop die ist. Leute zeigen Meine einfach Güte. das Erlebnis von dem Video bei dir. Ist nicht nur auf YouTube. Die Leute zeigen nicht mal Dankbarkeit dafür. Du bringst dieses Erlebnis auch noch in deinen Online-Shop. So, das ist. Aber das ist auch ein seltenes Ziffernblatt, muss man sagen. Ja, natürlich. Es ist unglaublich, dass du einfach für die Situation immer das passende Utensil bereits in deinem Shop vorhanden hast. Marc, wirklich. Ich möchte mich einfach mal auch wirklich offiziell hier bedanken bei dir. Bedanken einfach an deiner kompletten Existenz und Firma, dass du Leuten wirklich in solchen Situationen hilfst. Die Leute gucken ja das Video an und denken so, Mensch, das ist die Datejust. Wo krieg ich die her? Ja. Und zack, du kommst ins Spiel. Geil. Aber nicht nur, dass es eine Datejust ist, es ist halt auch die halt mit dem besonderen Blatt. Ja. Ja, es ist also das ist ein seltenes. Unfassbar, wirklich. Okay, wir machen weiter mit schon der letzten Uhr. Nico muss punkten. HP. Nein, ist noch gar nicht raus. Ich sag einfach. Ja, warte. Hast du was? Ich brauche nur länger, um es zu erkennen. Ich kenne es halt, aber ich brauche länger, um es zu erkennen. Also Modell komme ich auf gar keinen Fall drauf, aber Marke sag ich. Ja? Okay. Die Scheißzahlen habe ich ja mal gesehen. Zahlen sind auf jeden Fall einprägsam. Das ist eine spezielle Schreibweise. Das hattest du neulich im Shop, kann es sein? Nee. Oh. Ich hatte eine Uhr, die diese Zahlen auch, also diese Zahlen werden mehrfach verwendet. Sie haben einen speziellen Namen. Und lass mich raten. Ab heute ist die auch wieder vorrätig, oder? Ich kenne die Zahlen ehrlich. Wenn es jetzt gleich gesagt wird, werde ich mich auch 100% daran erinnern, aber ich komme gerade einfach nicht drauf. Okay, du sag. Ich hätte jetzt Marke gesagt ohne HPG. Weil du hattest neulich so Nein. einen im Shop. Bitte Sag du. Warte, Tim ist gerade hinten so. Sag Tim, sag. Nein, guck mal, das sind Breguet-Ziffern, aber das cringe, Brudi. das ist aber von Sei einer, ehrlich. das sind Breguet-Ziffern, die werden von vielen Marken verwendet, aber es ist eine Vacheron. Aber Bro, Patek verwendet die auch. Nein, habe ich doch gerade gesagt. Ja, Viele Audemars Marken. Piguet doch auch. Audemars Piguet hatte sie auch verwendet, ja. Ja, aber dann kommst du mit. Einprägsame Zahlen, Bro. Also, das hast du mitgebracht, aber auch schon im Wissen, so, ja, scheiß drauf, die Jungs, oder? Also wir hatten das letzte Mal bei dem ersten Video sowas in der Art auch drin und ja. Eine Vacheron. Warte mal ganz kurz, um es kurz zusammenzufassen. 6 Ziffernblätter Ja. und das war's. Das war's. Nein, wir sind nicht für die Zifferblätter gekommen, wir sind für das eine gekommen. Von Nein, Alter, für Mann, dich das nicht. Nein, Ehrlich. eine Sache, Wisst ihr, was dieses ist los? Ziffernblatt, ich liebe dieses Ziffernblatt. Ich habe davon sogar ein paar gesammelt. Ja. Wirklich. Und weißt du was, die Leute wissen es gar nicht, die Kamera geht auf und man sitzt gleich noch am großen Tisch und sagt, Marc, ja, wollt ihr noch ein bisschen was gucken? Und wisst ihr, was in dem Moment rauskommt? Das Ziffernblatt. Nein, so ist es nicht. An dieser Stelle, vielen Dank für das Video, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für Nico und natürlich Sascha. Alles ist in der Videobeschreibung verlinkt und ich muss sagen, ich hatte eine Menge Spaß. Meinst du jetzt unsere Kanäle oder deine Produkte? Oder die Timeless-Kooperation. Tatsächlich eure Kanäle und alle eure Kanäle. Und All deine Produkte. Leute, das ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Ey Marc, ehrlich, was du da mitgebracht hast, ist ein Riesenskandal.